schwarz, Bertil, in schwarz. Wir selber fahren ja auch einen Hymer MLT 570, wie man so liebevoll sagt, im Eiche-Barockstil. Moin und hallo aus Stuttgart. Moin. Erfüllt der neue MLT 570 all meine Wünsche und Träume? Hymer hat ja ganz schöne Schippe draufgelegt und nach 7 Jahren jetzt ein Update gebracht, ne, vom Hymer MLT. Und da sind wir total gespannt. Neue Folierung, neues Design, das nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Jetzt möchte ich mir das neue, moderne, frische, junge Design anschauen. Also ich fühle mich auf jeden Fall schon komplett anders. Der Charakter dieses Fahrzeuges von den Farben hat sich für mich richtig verändert. Der ganze Türbereich hat sich schon verändert. Der ist jetzt verkleidet. Du guckst nicht mehr direkt aufs Fliegenplissé, ne? Ich muss das erstmal auf mich wirken lassen. Das ist, also wenn man wirklich einen 570er fährt, das ist schon der Hammer. Weißt du, was mir als erstes auffällt? Die Küche ist nicht mehr angeschrägt. Ja. Ja? Ja. Und die Wulst auf dem Sitz, von dem Sitzpolster hier fällt weg. Muss ja auch, das wird sonst zu eng. Jetzt hast du einen richtig breiten Durchgang. Genau. Wir haben wie gehabt eine Teildinette, die beiden Sitze vorne, die man umdreht beim teilintegrierten Fahrersitz, Beifahrersitz. Ja, also das ist schon... Digital ist es geworden, Nora. Ja. Sehr digital. Ne? Wir haben das Connect-System hier von Hymer. Du hast einen großen Touchscreen mit allen Informationen, die du hier abgreifen kannst. Der Batteriestand, Batterieaufbau 100% mit Prozentangabe. Du kannst sogar Fahrzeugdetails dir angucken. Frischwasser, Abwasser, Chassisinfo, da wollte ich hin. Kilometerstand, Wischwasser, Dieselfüllstand, AdBlue-Füllstand. Die digitale Welt hat hier komplett Einzug gefunden. Und dieses ganze Connect-System kannst du auch noch per App steuern und einsehen. Küche. Wie gesagt, nicht mehr angestreckt, mehr Platz. Der Herd, oh, der sieht auch anders aus. Ein ganz anderes Gitter. Ja. Die Abstände sehen aus, als ob sie größer sind. Hier fehlt schon ein Pinöppel. Macht nichts. Du, die Abstände, der Herd ist größer. Mit den Der drei ist Flammen. größer. Ja. Die Spüle ist größer. Jetzt bekommt man hier endlich Teller rein. Bei uns, wir haben also Porzellangeschirr mit, ist das ja noch das rechteckige Design. Da passen sie nicht rein. Und ein großer Ablauf. Ja, ja. Alles wie gehabt. Der Wasserhahn kommt aus der Wand. Nicht mehr in der Ecke putzen. Das ist echt schön. Hier gibt es 2x 230 Volt. Ich habe Lichtschalter gesucht. Ne? Bei unserem alten sind ja hier noch die Lichtschalter. Wir haben jetzt einen aufgeräumten Schalter zur Steuerung der Innenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung in 4 Bereiche aufgeteilt, 4 Funktionen. Und das alles schön direkt im Eingangsbereich. Hier habt ihr noch den Schalter für die elektrische Einstiegstreppe und eine Steckdose. Da vorne. Und was mir gut gefällt, durch die Abdeckung auf der Spüle, du hast jetzt hier eine Fläche. Du kannst also hier schnippeln, machen, tun, kochen. Und ich gehe ja dann oft ins Badezimmer, wasche mir hier die Hände ab oder auch Tomaten, damit ich jetzt hier nicht immer aufzu machen muss. Das geht wunderbar. Und dann gibt es ja noch einen Riesenvorteil mit dem Wasserhahn, der aus der Wand kommt. Ne? Du kannst da drunter schön lang wischen. Oberschrank, ganz wichtig. Kriege ich hier meine Thermoskanne rein. Ja, Teekessel würde ich hier reinbekommen, die flacheren Sachen hier. Du Geschirrhandtücher. hast zwei Bereiche, ne? Einen mit Einlegeboden und einen ohne Einlegeboden. Da kannst du dann auch deinen Thermomixer oder irgendwas reinstellen. Genau. Ja, Geschirrhandtücher würde ich jetzt hier reintun. Das Fach hier drunter gibt es nicht mehr. Ja, stimmt, Ja, hast fällt recht. weg. Ja. Weißt du eigentlich, wie dieses Design heißt? Moment. Native Bamboo. Okay. Das finde ich richtig cool. Ja? Ja. Ja, kennen wir aus dem Hymer Venture S. Ja, ist uns schon mal begegnet. Genau. 2 Schubladen anstatt 3. Aber Aha. in der oberen ist noch eine vorhanden für Besteck und Krimskram, was ihr hier noch reintun möchtet. Also doch 3 Schubladen. Ja. Weißt du, was mir besser gefällt? Hier sind ja diese Gasabsperrhähne. Ja, die Die waren Ventile. mir immer im Weg in der oberen Schublade bei uns. Ja, Da ja. kann ich nur flache Sachen reintun, wie Teller, dass ich gerade so, wenn ich die Schublade reinschiebe,
auch vorbeikomme an den Absperr hin. Ja, und die Bestecke sind ja sowieso flacher. Genau, genau, genau. An der Beladung von maximal 15 Kilo hat sich nichts verändert. Hier gibt es einen neuen Mülleimer. Oh, also hoch. Aha. Ja, ach ja, hat man uns gezeigt gestern. Da gibt es einen Trick. Genau, da gibt es einen Trick. Den könnt ihr nämlich auch außen einhängen. Hier und euch hin und her schieben, wie ihr möchtet. Das ist ja ein System. Das ist ja lustig. So, weg. Ja gut, der Mülleimer auch noch vorne an der Tür, den gibt es immer noch. Ja, das ist der Klassiker da unten, ne? Der kleine. Ja. Oberschrank in der Sitzgruppe. Möbel sind immer noch hinterlüftet, das ist gut. Ja, ich habe auch da einen Blick auf die Steuerung, ne? Der Truma Kombi-Heizung ist da oben verbaut, iNet Ready. Ja gut, das ist sowieso vernetzt. Die Steuerung, da oben musst du ja gar nicht ran an die Steuerung. Ja. Du kannst ja heute alles hier Stimmt. drüber steuern, ne? Über das Connect-System. Ja. Das wollen wir nicht vergessen. Ja. Die Steuerung sitzt da oben im Schrank, kannst aber ruhig Pullover vorlegen oder Kleidung, weil du da gar nicht ran brauchst. Stimmt. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Was haben wir hier denn noch? Wir haben hier USB-Steckdosen 2 und eine Steckdose 230 Volt. USB, Nora, da ist mir auch was aufgefallen. Du hast immer eine Kombi-USB-Dose. Wir haben eine USB-C und eine Standard-USB-Dose, ja? Oder USB 1, wie man es auch nennen möchte. Du hast beides. Ja. Also hier wurde ein USB-C, wurde hier gedacht. Ja. Der Fernseher ist wunderschön hier in der Wand integriert. Da gibt es einen Push-Lock. Da könnt ihr den Fernseher entriegeln und schwenken. Fertig. Fertig. Perfekt platzsparend. Staufach überm Kühlschrank. Bertel, groß geworden. Schau dir das an. Du, hier gibt es sogar noch eine Option für einen Herd. Dann wird die Aufteilung hier anders mit dem Kühlschrank und der Klappe da oben. Und dann kannst du noch einen Gasherd einbauen. Kompressorkühlschrank beidseitig zu öffnen, 154 Liter mit Eisfach. Da haben wir einen Slim Tower verbaut von Dometic. Der ist ja auch schon aus anderen Fahrzeugreihen bekannt. Und jetzt bin ich gespannt, was hier unten Ach, da ist noch ein Fach. Ja, das kennen wir. Ja. Das ist so geblieben. Also die Möbelanordnung oder Aufteilung, die erinnert mich doch sehr an das Modell, das wir fahren, an das ältere Modell. Ja, natürlich. Es wurde viel Feinschliff gemacht Ja. und viel Design. Bei der neuen Hümer-Dachluke könnt ihr jetzt nicht nur bei Regen senkrecht die Dachluke nach oben kurbeln, sondern jetzt lässt sie sich auch noch schräg öffnen. Da hat sich Hümer was richtig Cooles Ja, ausgedacht. und jetzt wollen wir das doch mal machen. Jetzt hast du die Regenstellung. da Ja. oben, ne? Und dann kann es auch nicht reinregnen, logisch, weil die ja nur flach nach oben öffnet. Ne? Der Winkel ist ja noch sehr flach. Und wenn du jetzt weiter drehst, dann wird der Winkel immer steiler. Und dann hast du die Öffnung so wie bei einer klassischen Dachluke, wie man es kennt, dass sie hochfährt. Ne? So sieht das aus. Guck, die haben so einen Scherenheber da eingebaut. Sieht stabil aus. Ja, Machen wir wieder zu. WD-40 sage ich. Ne? Nicht zu weit drehen. Warte mal, habe ich das jetzt richtig? Das ist auch etwas anders. Das Ja. ist auch schön plan. Das Ja. guckt nicht mehr so raus. Ja, Das ja. finde ich ganz gut. Ja, wo du es sagst, fällt es mir auf. Ja, steht nicht raus. Stauraum vorne. Stauraum vorne hat sich auch einiges geändert. Wir haben noch die geschlossenen Ecken. Hier ist komplett geöffnet worden. Also keine Klappen mehr. Staufläche hier, Staufläche hier drunter, einmal rum. Das kennen wir auch noch. Also genügend Platz, um mal schnell Jacken reinzupropfen. Mützen vielleicht hier oben, Handschuhe. Wir haben ja jetzt Winter. Ablage hier von Mercedes, wie gehabt. Du hast jetzt mehr Ablagefläche als bei den geschlossenen Ecken. Auf jeden Fall. Ne? Das passt schon. Und das Design zieht sich natürlich komplett bis vorne durch. Ja. Und dann noch was ganz Schönes. Keine beigefarbene Decke mehr. Wir kennen sie, wir sind ja früher schon einen alten Hümer gefahren. Beige-Optik. Und jetzt bei unserem Hümer Beige-Optik. Ja. Und jetzt ist der Himmel hell.
Oh, finde ich gut. Der Muff ist so richtig ausgekehrt aus dem Auto. Ne? Ja, Badezimmer. Ja, bitteschön. Ich gehe erst mal rein. Ich muss mir das Waschbecken angucken. Aha, hier unten ist nicht mehr der Pinöppel. Hier wird jetzt entsichert. Per Pushlock. Um das Bad zu schwenken. Wunderbar. Spiegel, die Ablagefläche jetzt hier. Der Rausfallschutz in schwarz gehalten. Duscharmatur in schwarz. Wasserhahn in schwarz. Lichtschalter und Schränkchen. Schwarz ist hier sowieso ein sehr dominierendes Designelement, ne? Genau. Und Schränke hat es dazu gewonnen. Ja, hier. Ja, schmal. Aber das reicht für Eau de Toilette, für Körperlotion, Shampoo. Hier ist ein kleines Kistchen. Hier ist jetzt die Steckdose versteckt. 230 Volt, ich liebe 230 Volt für Bertil. Handtuchhaken. Entfall ist ja jetzt auch der Pumpenhauptschalter. Der war ja lange Zeit ein Klassiker bei Hümer im Bad, weil du ja vorne das Connect-System hast. Ja. Toilettenpapierhalter. Wunderbar. Heizungsausströmer in schwarz. Hier seht ihr den Ablauf vom Waschbecken, wenn man es nicht geschwenkt hat. Ja, das System ist so geblieben, ne? Das Schöner System ist sind die Abläufe geworden, optisch schöner. Ja, ne? auf jeden Fall. Aber es ist auch bei 2 Abläufen geblieben. Ja. Mhm. Ja. Kannst du schön abnehmen und reinigen, kein Thema. Genau. Ja. Ach ja, hier ist ja auch noch das Ablagefach. Das ist beim Alten auch. Das ist Ja, übernommen. genau. Noch leider die Banktoilette. Also das heißt das Kassettensystem. Und wer möchte, eben halt zweite Kassette mitnehmen. Oder wer möchte, kann sich auch eine Trenntoilette einbauen. Zum Thema Trenntoilette und Banktoilette, da wird von uns noch was kommen. Bleibt dran. Schwenken. Ja, bitte? Ich komme raus. Ich muss jetzt erst mal gucken. Ah, siehst du? Duscharmatur, die wird auch hier reingesteckt. Genau, die ist jetzt hier zum Duschen hier oben. Ja. Das ist also auch wie gehabt, aber jetzt in schwarz. Ne? Ja. Und jetzt kannst du das Bad schwenken. Falte hier die eine Seite auf und kann einmal, wer es möchte, hier hinter fixieren. Dann klappt sie nicht vor und schiebe die zu, die Schiebetür, und kann im Innenraum duschen. Ja, oder auch hier vor und dann zuschieben. Jeder wie es möchte. Ja. Es hat sich nichts an den Wandverkleidungen geändert. Die sind aus Kunststoff, Spritzwasser geschützt. Das ist schön gemacht und das System mit dem Ablauf, das hat sich auch nicht geändert. Das System funktioniert, wurde beibehalten und das erfüllt ja auch völlig seinen Zweck. Ja. Also mehr Ablagefläche im Bad. Durch die beiden Schränke über der Toilette. Ja, klar, logisch. Ah, bevor ich hochgehe. Es hat sich hier etwas verändert im Bett. Also nicht nur, dass die Seite um 7 cm länger geworden ist. Die Seite ist um 1 cm länger geworden. Ich habe mir die Maße mal angeschaut. Ich habe es nur jetzt nicht im Kopf. Soweit ich weiß, hat jetzt hier die 7 cm dazu. Da haben wir jetzt 1,86 Meter. Das waren vorher 1,79 m. Und hier sind es 1,90 m. Vorher waren es 1,89 m. Wir haben noch die Bettenbreite laut Hümer mit 80 cm auf beiden Seiten. Jetzt sind es nur noch 77, was ich aber auch gut finde. Stört nicht. Dadurch ist der Gang etwas breiter geworden und du kommst auch besser an die Schränke ran. Und du hast auch ein schöneres Raumgefühl. Das gefällt mir gut. Und ich glaube auch, dass die Schränke nicht mehr so stark angeschrägt sind. Kann das sein? Das macht für mich einen eckigeren Eindruck. Ja, ne? Dadurch hast du hier mehr Platz bei den Füßen. Genau. Du hast ja einen sehr großen Durchgang. Ja, das ist richtig breit geworden. Das, sehr gut. So, immer noch die geteilte Matratze. Das heißt, ihr kommt an den Kleiderschrank auch von oben. Beleuchtet. Natürlich beleuchtet, genau. Das ist ja der Riesenschrank. Ja. Und dort gegenüber. Ich mach mal. Tür. Und dort gegenüber diesem großen Schrank hast du ja noch den kleineren, den wir nicht missen möchten. Ja. Und der ist da.
Der Im ist geblieben. 570er. Im 570er. Der Im ist geblieben. 580er ist er nicht. Ich habe extra nochmal nachgeguckt im neuen, ob es den Schrank auch im neuen 580er gibt. Nein, gibt's nicht. Ja. Ja, das sind auch diese zwei Ebenen. Und jetzt muss ich mir die Stufen mal anschauen. Da hat sich auch was verändert. Ja. Du siehst das auch, dass die Matratze im hinteren Bereich, wenn sie nicht verlängert ist, kürzer geworden ist. Ja. Ja, du kannst hier ein Brett reinlegen, das liegt hier hinten, das Brett hier drunter, dann geht es bis hier vorne, die Matratze drauf und du hast eine Wahnsinnsliegefläche. Kannst dich sogar quer hinlegen. So, um da aber hochzukommen, gibt es hier in der ersten Stufe, die ist jetzt besetzt, leider. Die haben wir bei uns nicht, diese Treppe. Nein. Diesen Raum nutzen wir als Stauraum. Genau, jetzt Füßchen nach vorne. So, und dann kommst du auch ins Bett, wenn du es verbreitert hast oder verlängert die Mitte. Bei uns gibt es dafür eine Leiter. Stimmt, Ja, die haben wir ja nie mit. die nehmen wir nicht mit. Nein. Nie, 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 nie. Oh, hier kann ich mal runter gucken. Guck mal. Da kannst du einen Blick auf den Frischwassertank werfen. Der Frischwassertank und der Abwassertank, die sind ja unterflur verbaut, in einem gedämmten Bereich. Und dieser Bereich ist auch beheizt. Ich mach mal die Leiter wieder rein. So, nach hinten schieben. Warte mal, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nee. Nein, So, und jetzt wieder rein, ne? jetzt machst du die runter. Ja. Und jetzt kannst du vorne noch dann diese Klappe vor. Genau. Oh! Nicht zu öffnen. Die geht nicht mehr zu öffnen. Oh! Okay. Ja. Na ja, gut, das ist der Revisionsbereich. Da unten hast du nochmal Zugang zu den Tanks. Ne? Du musst ja auch mal irgendwann an die Reinigungsöffnung Ja, rankommen. genau. Und deshalb haben wir ja auch nochmal eine Bodenklappe. Ne? Ja, ich mache mal alle Schränke auf. Das ist ja für mich jetzt interessant. Weißt du, was ich als erstes gedacht habe, als ich hier, oh, sie ist umgekippt, als ich hier reinkam, die Schränke, ich habe jetzt weniger Stauraum. Ich habe nachgefragt. Laut Hümer ist das Volumen der Staufläche gleich geblieben. Ja. Gut. Du hast hinten den Entfall der Klappen. Ne? Da haben wir Schränke. Dafür haben wir keine Schränke über den Fenstern. Ja. Und das hat man jetzt geändert. Man hat diese rechts und links durchlaufenden Schränke auch über den Fenstern. Und dadurch soll sich das Volumen ausgleichen. Ja, ja, genau. Ich gucke gerade, hier ist so ein bisschen Ablagefläche. Ja, ja, das ist natürlich, das waren vorher Hammerschränke, ja? Ja. Hier über den Knie. Ich habe mir schon ein paar Mal die Knie angedonnert. Hier hinten gut, die würden natürlich miteinander kollidieren, das ist klar. Aber da überlege ich immer, was würde ich jetzt hier verstauen? Ich habe ja hier haufenweise Pullover Berthe, haufenweise Pullover Nora, Jeans in der Mitte. Muss man mal schauen, ob man Bettwäsche jetzt da, die schön aussieht, weil man ja reingucken kann. Das wüsste ich jetzt noch gar nicht. Also was du ja hinten hast, ich komme mal so ein bisschen näher. Du hast ja rechts und links wieder deine USB-Dosen da oben. Zur Erinnerung USB-C und USB 1 oder die Standard, die ältere USB-Verbindung. Und dann kannst du da Kabel durchziehen. Ja? Siehst du, da ist extra so eine Öffnung. Und dann siehst du hier eine Lampe. Diese Lampe, die ist eingehängt. Das ist eine mobile Lampe. Und warum ich das erzähle, hier hast du das Schienensystem. Du kannst von Hümer, das Schienensystem von Hümer, da kannst du die einhängen und dann an beliebigen Plätzen im Fahrzeug an dieser Schiene befestigen. Warum ich das sage, für uns ist ja auch wichtig, dass man mal hinten eine Möglichkeit hat, ein Handy zu laden, Tablet, wie auch immer. Genau. Und dieser ganze Heckbereich mit dieser Abschrägung, das ist ja eine komplette Neuentwicklung im Hümer MLT. Ja? Das ist ganz schön gelungen mit dem Schwung Ja. in der Ecke. Und vor allen Dingen stört die Lampe nicht. Ja? Du hast vorher, wir haben hier noch diese Lampe, die hier runterhängt, die stört auch teilweise. Genau, du hast dadurch nämlich jetzt Kopffreiheit auch. Ja. Du kannst da nicht anstoßen und diese Lampensysteme, diese mobilen, das kannst du überall einhängen, wo es dich halt nicht stört. Ne? Und extra für dich mit Filz bezogen, Ja. tut nicht ganz so weh. Ja, Schmale Fenster. Ihr cool. liegt nicht mehr genau im Fenster, ihr habt noch so ein bisschen Schutz. Also ich finde, es hat mehrere Vorteile, ein schmales Fenster. Zum einen
Der Blick rein ins Wohnmobil ist nicht mehr ganz so stark, ja, durch diese Höhe, die nicht mehr da ist. Lichteinstrahlung, das heißt Sonnenlichteinstrahlung, heizt sich auch nicht mehr so auf. Ja. Und zum anderen liegt ihr auch nicht mehr im Rollo. Genau. Ja gut, das ist natürlich klasse mit der Verkleidung. Ne? Das finde ich total cool. Ne? Total. Ja. Ja. Hümer ist den alten Werten treu geblieben. Thema hinterlüftete Schränke. Und weißt du, was ich gerade sehe? Du hast ja eine Wandverkleidung. Und da sind Lüftungsöffnungen. Ach. Diese Wandverkleidung ist hinterlüftet, wie es Hümer auch bei all seinen Schränken macht. Das finde ich ein wichtiges Detail. Sehr wichtig. Sowas interessiert mich. Ne? Sehr wichtig. Feuchtigkeit, Schimmel etc. pp. Ja. Also hinterlüftete Möbel finde ich klasse. Ja. Und einen ganz wichtigen Aspekt dürfen wir auch nicht vergessen, bevor wir hier uns beeilen. Und zwar geht es um die, wo habe ich es denn? Variable Einstellung der Heizung im Heckbereich. Ach, ja, das Ne? ist ja Ihr könnt das an, ausschalten. Das wird hier belüftet. Hier habt ihr das. Warte, da muss ich mal die Wäsche hier in Zur Unordnung Seite? bringen. Was du jetzt ansprichst, das ist die Möglichkeit, den Heckbereich, den Bettenbereich oder wie man es auch immer formulieren möchte, mit der Heizungstechnik steuern zu können. Ich kann selber bestimmen, ob hinten warme Luft und wie viel warme Luft hinten hinkommt. Ja. Und das ist auch so ein kleines Detail, das ich total mag. Hier gibt es einen Hebel. Und damit steuerst du eine Klappe, die hier unten im Luftstrombereich drin ist. Und die Warmluft, die kommt ja dann hier an der Seite am Bett lang. Du hast auch nie eine kalte Außenwand, ne? Nein. Und das System ist bei uns auch so verbaut. Oder ja. Ich habe nie eine kalte Außenwand. Ja. Ja, und dieses System ist bei uns auch so verbaut. Ja. Und wirklich, glaubt's uns, es ist eine warme Außenwand und es ist total klasse. Und das kannst du auch noch regulieren. Ja. Matratzen. So. Ja, ich würde jetzt hinten im Heckbereich, im Regal nicht unbedingt meine Kräutersammlung hinstellen. Das ist doch jetzt nur zur Deko, Berti. Ich hätte dann Für doch die Angst, Messe. dass ich irgendwas ins Kreuz kriege. Guck mal. Ja. Wunderbar. Soft. Zu. Soft Close. Der Wagen wird ausgeliefert, standardmäßig mit einer 80 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Und das System ist erweiterbar. Das ist das Smart Batteriesystem 2.0. Und das ist erweiterbar bis zu 320 Ampere-Stunden. Ein Versuch habe ich noch schnell, ne? Ich wollte packen. Ich muss das testen hier. Was kriege ich rein? Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, oh, jetzt hänge ich am Bügel fest. So. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass wir hinten unsere Pullover immer und Jeanshosen. Also ich glaube, ich würde komplett umräumen. Ich habe vorne in der L-Sitzbank, wo man ja unten diese Kiste hat, damit es L-förmig ist, unsere frische Bettwäsche oder wenn sie dann getauscht wird und ich nicht gleich waschen kann, tue ich dann auch die dreckige Bettwäsche rein. Das würde ich, glaube ich, dann hierhin machen und Handtücher. Handtücher habe ich hier drin. Ich glaube, ich würde komplett umdisponieren, dass ich Pullover hierhin tue. Das müsste man mal ausprobieren. Ein bisschen jetzt, ich mache das mal ganz grob. Was kriege ich hier rein? Damit ihr das auch mal seht. Was kriege ich hier rein? Ich könnte also hinten einen Pullover hinlegen. Wunderbar. Und davor einen etwas dünneren, davor, also das passt auch schon rein. Wie gesagt, das gleiche Volumen wie bei dem Vorgänger. Daten und Fakten. Wir haben eine Länge von 6,74 Meter, eine Breite von 2,22 Meter, Höhe, Außenhöhe 2,92 Meter. Eine Innenstehhöhe von 1,98 Meter. Das Bett vorne haben wir ganz vergessen. Das könnt ihr hier in diesem Modell, wir haben euch heute nämlich ein Sondermodell vorgestellt, und zwar den Experience als 3,5 Tonner. Und da könnt ihr, das ist inbegriffen schon in der Sonderausstattung, das Bett vorne aufbauen. Das und dritte Bett, auch liebevoll Notbett genannt. Notbett mit 1,75 mal 79. Das Bad hat Maße, die habe ich nämlich auch gefunden, 1,05 Meter mal 79. In den Gaskasten passen 2 5-Kilo-Flaschen rein.
Und darüber hast du eine Ebene reingezogen, da ist Platz für eine Ersatzkassette. Das ist der Hintergedanke, wir kennen das aus den Crossover-Modellen. Ja? Genau. Dieses Fahrzeug ist ja, braucht ja Gas, braucht ja nicht so viel. Ne? Nee, nur noch zum Kochen. Ja. Frischwasser 120 Liter, Abwasser 100 Liter. Dach und Wände sind 34 mm stark. Die Bodenplatte ist 41 mm stark und der Unterboden natürlich kunststoffbeschichtet. Der Hyma-Aufbau ist holzfrei gebaut. Wir haben hier das Pual-System, außen Alu, Dämmung, innen Alu. Masse im fahrbereiten Zustand haben wir hier bei dem Sondermodell ein Gewicht von 3045 Kilo und in der Grundversion liegen wir bei 2910. Also das ist schon echt guter Gar nicht Wert. schlecht. Echt schöner, niedriger Wert auf jeden Fall. Ja, Du bekommst die Fahrgestelle, also du kannst Auflastungen bekommen, 3,88 Tonnen und auch 4,1 Tonnen. Muss dann jeder für sich ermitteln, wie viel Zuladung er dann effektiv benötigt. nochmal ganz schnell zu der Experience-Ausstattung oder Sonderausstattung. Du hast eine andere Fahrzeugbeklebung außen, du hast die Außenmarkise ist mit drin, Fernseher ist mit drin. Genau, Da gibt's- Tenoridgrau, Ja, Lackierung, bis hin zum Sprinter, da gibt es auch Unterschiede zum Standard. Lederlenkrad. Ja, und alles auch Baugruppen natürlich, die den Wagen dann eben diese 130 Kilo schwerer machen, im Gegensatz zum Startgewicht. Genau. An der Garage hat sich nichts geändert, Nora. Ich habe eben einen Blick reingeworfen, die Aufteilung ist wie beim alten MLT 570. Das ist alles so geblieben, natürlich freundlich in Grautönen gestaltet. Und die Garagentüren haben ein Maß von 1,21 Meter x 75. Gefallen tut mir, dass der Elektronikbereich, in dem sich auch die Lithiumbatterien und die Ladegeräte befinden für Ladung während der Fahrt und Laden mit Netzstrom, dass die sich in einem Außenstaubereich befinden, der über eine Klappe zugänglich ist. Du kommst also direkt dran an deine Elektronik und hast einen super Zugriff auf die elektronischen Bausteine. Im Falle einer Reparatur super angenehm. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß, der Spaß kostet als Grundpreis auf Sprinter mit 150 PS 103.900 € und jetzt hier in der Experience-Ausstattung oder mit der Experience-Ausstattung und 170 PS als 3,5 Tonner 121.045 €. Die Möglichkeit besteht, bei Hyma das Fahrzeug aufzulasten auf 3,88 Tonnen oder 4,1. Und das kostet jeweils 260 €. Das Ja. habe ich nachgeschaut. Ja. Und das finde ich voll in Ordnung. Ja, genau. Kein großer Fahrwerksumbau. Ganz easy. Gleich über die Bestellung. Genau. So, ihr Lieben, das war der neue Hyma MLT 570. Alle Infos druckfrisch aus Stuttgart von der CMT24 für euch. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüssikowski. Tschüssikowski. So, jetzt kommen die ersten Besucher. Ja, Fertig. wir müssen jetzt hier raus. Die klopfen schon draußen an die Tür. Die wollen uns rausschmeißen. Die Messe ist jetzt 10 Uhr. Die Messe hat geöffnet. Und die ersten Interessenten, die sind schon alle hier um den Wagen rum versammelt, gucken überall rein, klopfen an. Leute, wir wollen gucken. Also, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.